Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Nach den 3 Vorfilmen schauen wir uns heute endlich einige beliebte Lego-Sets zu dem ersten zeitlosen Original-Kinofilm an, der bei uns damals noch Krieg der Sterne hieß. Jeder Star Wars-Film beginnt mit einem großen Raumschiff. In der Episode 4 ist es die Diplomatenkorvette Tantive 4. Mit diesem Raumschiff transportiert Prinzessin Leia den geheimen Plan vom Todesstern und wird von Darth Vader gefangen genommen. Ich habe hier die 3. Ausgabe des Schiffes, 75244 von 2019, aus 1768 Teilen. Mit 6 Minifiguren, Prinzessin Leia mit einem damals völlig neuem, langen Kleid, Captain Antilles, einen Rebellensoldaten, C3PO, R2D2 und eine seltene Figur von Senator Bail Organa, dem Ehemann der Königin von Alderaan und Ziehvater von Prinzessin Leia. Die Tantive 4 hat vorne am Bug eine quergestellte Cockpit-Kapsel mit 2 Sitzplätzen. Im Mittelteil befinden sich die Fahrgasträume und auf allen Seiten gibt es viele Geschütztürme. Am Heck gibt es oben die Radarantenne und links und rechts 2 abnehmbare Rettungskapseln. Hinten ist der große Triebwerksblock mit den typischen 11 Triebwerken. Auf der Rückseite der Packung sehen wir das Schiff von der anderen Seite. In der Mitte sind die Fahrgasträume, hinten die Rettungskapseln und am Heck die beeindruckenden 11 Triebwerke. Auf der Packungsrückseite sehen wir unten Detailbilder von der Innenausstattung des Cockpits mit den 2 Sitzplätzen für Pilot und Co-Pilot. In der Mittelwand gibt es an der Unterseite 2 Projektilwerfer für lange Projektile. Im Fahrgastraum sitzt Leia mit austauschbaren Füßen am Konferenztisch. Am oberen drehbaren Geschützturm gibt es 2 kleine Projektilpistolen. Hinter dem Cockpit sehen wir einen schmalen Munitionsraum mit einem Halter für 2 lange transparente Projektile für den vorderen Projektilwerfer. Die 2 Rettungskapseln sind voll funktionsfähig und wenn man die Radarantenne auszieht, dann bekommt man einen stabilen Tragegriff für das Modell. Leider gibt es in diesem Schiff kaum Platz für die spektakuläre Enterszene, bei der zum ersten Mal im Film die Sturmtruppen in das Schiff einbrechen und der furchterregende Darth Vader das erste Mal auftritt. Von 1999 bis 2006 hatte Darth Vader die schmale Oberkörperbedruckung. Der Kopf war bis 2004 hellgrau mit Augenbrauen. Das ist eine Figur von 2005 bis 2006 mit neu blaugrauem Kopf ohne Augenbrauen. 2005 gab es eine Reihe toller Figuren mit leuchtenden Laserschwertern. Oberkörper und Hüfte sind zusammengegossen und enthalten eine Batterie. Im rechten beweglichen Arm gibt es eine Stromleitung zur Diode im Laserschwert und wenn man auf den Kopf drückt, dann leuchtet die transparent-rose Laserschwertklinge auf. Kopf und Arm sind drehbar, aber man kann sie nicht abnehmen. 2008 bekommt der Oberkörper die breite Bedruckung. Das ist der Kopf mit den weißen Pupillen von 2010 bis 2014. 2015 bekommt die Figur auch noch bedruckte Beine, einen weißen Kopf und einen neuen zweigeteilten Helm mit einem Kopfteil und einem getrennten Halsteil. Diese Figur hier hat das väterliche Lächeln. Auf der Hinterseite hat der Kopf Brandnarben. Es gibt auch Figuren mit zornigem Gesichtsausdruck. Hier sehen wir den neuen Umhang aus dem schwammigen, dehnbaren Material.
Bei den Sturmtruppen kamen die ersten Krieger erst 2001 heraus, mit den alten Helmen mit flacher Stirn und schmaler Nase. Der Oberkörper hat bis 2015 die alte, einfache, schattierte Brustbedruckung. Der Kopf war bis 2005 ganz einfach gelb und unbedruckt. 2005 gab es schon einmal in der imperialen Inspektion bedruckte Beine auf der alten Figur mit dem gelben Kopf. 2006 bekam der alte Helm eine neue Bedruckung mit einer breiten, schwarz-grau gestrichelten Nase. Der Kopf war entweder unbedruckt Nougatfarben oder schwarz. Die alte Rüstung mit dem schwarzen Kopf blieb bis 2010. Der neue, detailliert bedruckte Oberkörper kam 2012 und 2014 die bedruckten Beine und der nougatfarbene Kopf mit dem Gesichtsaufdruck. 2019 gab es dann eine neue Rüstung mit einem neuen Helm, mit einer ausgeformten Stirnrille. Beim Überfall auf das Diplomatenschiff kann sich die Prinzessin Leia zuerst noch vor den Sturmtruppen verstecken und bringt die geheimen Pläne vom Todesstern im tapferen astromechanischen Druiden R2-D2 in Sicherheit. Gemeinsam mit dem zögerlichen Protokolldruiden C3PO gelingt es ihm, in der Rettungskapsel von Tentiv 4 zu fliehen. Bei Lego sind bislang 3 Rettungskapselsets herausgekommen. Das zweite davon ist das 9490 aus 108 Teilen von 2012 mit einer kegelförmig gebauten Rettungskapsel, den 2 Droiden und 2 Sandtrupplern mit Schulterplatten auf einem Speederbike. Die Bauanleitung ist ein DIN A5-Heft im Querformat mit 40 Seiten. Auf Seite 36 sehen wir einen interessanten Überblick der Minifiguren aus dem damaligen Sortiment und auf Seite 35 sieht man die Minifiguren in den verschiedenen Packungen. In diesem Comic sieht man, wie die Rettungskapsel auf Tatooine landet und nach der Teileliste sieht man nochmals eine Seite mit den Funktionen von Hauptmodell und die Figuren, die bei diesem Set dabei sind. Die Packung zeigt die Landung der Rettungskapsel auf dem Wüstenplaneten Tatooine und die 2 Sturmtruppler, wie sie die Verfolgung der Droiden aufnehmen. Der astromechanische Droide R2-D2 hat seinen typischen tonnenförmigen Körper. An den Schultern sind mit Techniksteckern 2 lange seitliche Beine eingesteckt. Der Kopf ist eine bedruckte Halbkugel mit einer Noppe. Zuerst war sie weiß, ab 2008 hellgrau und seit 2013 aus mattem Silber. Den zögerlichen Protokolldruiden C3PO gibt es mit seinem besonderen Kopf seit dem Jahr 2000, zuerst in hellem, mattem Gold, ab 2005 in glänzendem Perlgold, zuerst mit einfacher Bedruckung, 2012 mit den bunten Drähten im Bauch und den eingedruckten hellgelben Augen und 2014 mit den bedruckten Beinen. Das sind aber nicht die richtigen Figuren für genau dieses Set. Die Rettungskapsel hat einen kegelförmigen Unterbau mit einem Steuerpult und einem Doppelsitz. Die Spitze besteht aus einer großen und einer kleinen Radarschüssel und einem Kranz mit 3 Steuerdüsen. Die grauen Seitenteile und die Ringe sind beklebt. Am Heck hängen an einem Kranz 4 bewegliche Triebwerke und wieder 3 kleine Steuerdüsen. Auf 2 blauen Techniksteckern kann man das Oberteil passgenau aufsetzen. Alle anderen Modelle sind zylindrisch gebaut, das ist die einzige kegelförmige Rettungskapsel. Die Droiden verlassen mit der Rettungskapsel die gekaperte Tentiv 4 und landen auf dem entlegenen Wüstenplaneten Tatooine.
Nach der Landung sucht R2-D2 Obi-Wan Kenobi, um ihm die Botschaft von Prinzessin Leia zu überbringen. Die Droiden werden dabei von den Sturmtruppen verfolgt, aber für dieses Set habe ich nicht die passenden Figuren. Auf dem gefährlichen Weg durch die Wüste überfallen die Java-Schrotthändler die 2 Droiden und entführen sie mit ihrem Sandkriecher. Von den 4 verschiedenen Sandcrawler-Sets, die Lego herausgebracht hat, habe ich mir das kompakte und realistische 75220 aus 1239 Teilen von 2018 gekauft. Der Sandkriecher ist der fahrbare Wohn- und Werkstattwagen der Javas mit einer riesengroßen Einfahrtsrampe und er fährt auf 8 kleinen Raupenfahrwerken und gleichzeitig noch 4 Rädern für bessere Rolleigenschaften auf flachen Oberflächen. Die Szene in der Packung soll den Droidenmarkt auf Tatooine darstellen. Als Käufer ist aber nur Luke Skywalker allein gekommen, mit seinem Elektrofernglas in der Hand. Sein Onkel Owen Lars fehlt bei dieser Szene. Vorne gibt es oben über der Rampe ein aufklappbares Cockpit für den Fahrer. Die Seitenwand kann man aufmachen und den Verladekran mit dem Magnet für die Droiden ausfahren. Auf der großen Rampe können die Javas mit einem Transportfahrzeug in den Sandkriecher hinein und herausfahren. Hinten lenkt man mit einem kleinen Zahnrad alle 4 Laufwerke gleichzeitig mit 2 Achsschenkellenkungen. Die Seitenteile und das Dach kann man ganz abnehmen, damit man das Modell innen bespielen kann. Das ist ein kleines, kompaktes, realistisches Bau-, Spiel- und Ausstellungsset mit einer Reihe interessanter Figuren. Es sind 2 gleiche Javas dabei mit dem neuesten Outfit in ihrem zerrissenen Hemd. Luke hat weiße Beine, dann gibt es 3 Droiden, einen Medizindroiden, ein schwarzer Todesstern-Protokolldroide und noch einen gelben astromechanischen Droiden. Das ist das einzige Sandkriecher-Set ohne den roten R5-D4, den Owen vor dem R2-D2 kaufen wollte. Der alte Obi-Wan Ben Kenobi befreit Luke vor den Sandleuten. R2-D2 bringt ihm die Nachricht von Prinzessin Leia. Sie fahren in die Raumhafenstadt Mos Eisley. Beim Schmuggler Han Solo chartert Obi-Wan das Raumschiff, den rasenden Falken, um Prinzessin Leia zu retten. Luke Skywalker hatte im ersten Jahr 1999 noch eine gelbe Hautfarbe und die glatte Standard-Herrenfrisur von 1979. Im Jahr 2007 bekam er die langen blonden Mädchenhaare von 1983. Erst 2010 gab es die neuen zerzausten Haare. Die Beine waren zuerst tanfarben mit einer weißen Robe bedruckt. Ab 2014 gab es auch weiße Beine. Vom alten Obi-Wan Kenobi sehen wir links eine ältere Figur von 2011 mit der alten geschlossenen Kapuze. In der Mitte die neue offene Kapuze von 2019 und rechts den aufgedruckten Kapuzenmantel von 2014. Han Solo trägt Hemd, Weste und aufgedruckten Revolvergürtel an den Beinen. Die alte, glatte Herrenfrisur behielt er noch viel länger als Luke und bekam erst 2013 sein gewelltes Haar mit Mittelscheitel. Prinzessin Leia hatte 2011 noch einen einseitig bedruckten Oberkörper und einen dick aufgetragenen Lippenstift. 2016 bekam sie einen zweiseitig bedruckten Körper mit Kapuze am Rücken. Das ist der Gesichtsausdruck mit dem schiefen Grinsen.
Damit wir Prinzessin Leia aus der Gefangenschaft von Darth Vader befreien können, müssen wir bei Han Solo den rasenden Falken chartern. Wir finden ihn in der Raumhafenstadt Mos Eisley in der berühmt-berüchtigten Cantina, dem Treffpunkt der Kriminellen und Schmuggler. Das Masterbilder-Set 75290 aus 3187 Teilen von 2020 ist das größte von allen 5 Cantina-Sets, die Lego herausgebracht hat. Das große 52 x 58 cm große Hauptgebäude kann man flügelförmig auseinanderklappen. Mit diesem Set kann man alle Szenen nachspielen, darunter auch die spannende Konfrontation zwischen Han Solo und Greedo, an der auch im Originalfilm mehrfach herumgebastelt worden ist. Von den 21 Minifiguren sind 7 in diesem Set exklusiv enthalten. Es sind auch 2 Speeder dabei, das V35-Modell, das man im Film vor der Cantina sieht, und Greedos kegelförmigen Pott. Vor der Cantina gibt es einen Stall mit Tränke- und Anhängeringen für das Tubac-Reittier und es gibt im Set auch 2 Vaporatoren. Hinter der großen Cantina stehen noch weitere 2 zusammenhängende Häuser, links ein Wohnhaus und rechts ein kleiner Java-Schrotthändlerladen mit einer kleinen Werkstatt. Innen kann man einen großen Raum aufklappen mit einer langen Theke, wo Obi-Wan Kenobi mit dem Laserschwert gerade die gefährliche Schlägerei schlichtet. Im Hintergrund spielt die 3-köpfige Cantina-Band. An den 2 Seitenwänden gibt es die 6 typischen Sitzecken. In der mittleren sitzt schon Han Solo, Greedo wird ihn jetzt gleich ansprechen. Die 2 Droiden müssen inzwischen draußen warten. 6 von den 21 Minifiguren sind die Hauptpersonen Luke und Obi-Wan, die Droiden, Han und Chewie. Zur Cantina gehören die 3-köpfige Band und der Barkeeper. Dann gibt es noch 7 Gäste. Greedo ist der Handlanger von Jabba. Dem Schläger Ponda Baba schlägt Obi-Wan den Arm ab. Er ist der Partner vom deformierten Dr. Evazan. Der ehemalige General Labria trägt Teufelshörner. Der reptilienartige Saurin arbeitet als Droidenhändler. Der Itorianer hat einen ganz speziell geformten Hammerkopf. Ein ganz spezielles Haarteil hat auch die kleine fledermausartige Kabe, die an der Bar einen Drink verlangt. Der Java gehört draußen zu seinem Schrottladen im Nebengebäude. Der schwarze Rüsselnasenspion verrät Luke und Obi-Wan an die Sturmtruppen, von denen in diesem Set 2 exklusiv bedruckte Sandtruppler dabei sind, ein Captain und ein Soldat. Von Mos Eisleys Cantina gibt es auch kleinere Sets, wie das 75205 von 2018, aus 376 Teilen mit 4 Minifiguren. Diese Cantina ist vergleichsweise winzig, mit nur 2 Sitzecken und einer kleinen Theke und dem Podspeeder von Greedo. Das Set konzentriert sich auf die berühmte Szene von Han Solo und Greedo in der Sitzecke. Hier kann man nachstellen, wer zuerst geschossen hat und die sitzenden Figuren mit einem Klappmechanismus bewegen. Es sind insgesamt 4 Figuren dabei: Greedo, Han Solo, der Kneipenwirt Wucher und ein Sandtruppler. Die Eingangstür kann man mit einer langen Platte aufschieben. Es gibt links eine Türklingel und oben ein Wirtshausschild. Greedos runder Ubrikian Podspeeder hat ein Dach zum Aufklappen und einen Projektilwerfer. Er parkt ihn vor der Cantina und geht hinein, um mit einer Pistole Hans Schulden einzutreiben. Die 3 Gebäudeteile sind mit Werkzeughalterscharnieren zusammengesteckt. Man kann sie auseinandernehmen oder zusammenklappen.
In Hans Sitzecke kann man die Sitzflächen beider Sessel mit einem Zahnrad drehen. Damit können beide Figuren schießen, in Deckung gehen und vom Sitz fallen. Han Solo bringt die Passagiere in die Landebucht 94 zu seinem Raumschiff, den rasenden Falken, den Luke zuerst noch scherzhaft als Schrottmühle bezeichnet. Vor dem Abflug fordert Jabba the Hutt noch persönlich seine Schulden ein. Diese Szene hat George Lucas erst 1997 nachträglich digital in den Originalfilm eingefügt. Die imperialen Truppen stürmen den Hangar und unsere Freunde müssen unter heftigem Beschuss in das Schiff einsteigen. Die Einstiegsrampe ist etwas niedrig, das ist der einzige Nachteil bei diesem wunderschönen Spielmodell im Minifigurenmaßstab. Unter den 9 Modellen, die Lego in diesem Maßstab herausgebracht hat, habe ich mir als neuestes Set der klassischen Trilogie den rasenden Falken 7965 aus 1229 Teilen mit 6 Minifiguren aus dem Jahr 2011 ausgewählt. Die Bauanleitung ist in 2 Hefte unterteilt. Das erste hat 84 Seiten und die Bauschritte gehen nahtlos in die zweite Bauanleitung über. Wir schauen uns nur wieder kurz auf den letzten Seiten die Übersichten an über das aktuelle Sortiment von 2011 auf Seite 76 mit einer schönen neuen Welle zu Episode 1. Dann gibt es die Spielfunktionen vom rasenden Falken und die vielen realistischen Filmszenen, die man mit den Figuren nachstellen kann. Auf den Seiten 72 und 73 ist die Teileliste und hier sehen wir das fertige Modell mit den 6 Minifiguren. Die Grundform von diesem berühmten korellianischen Frachter ist eine runde fliegende Untertasse. Um den Frachtraum bestmöglich auszunützen, ist das Cockpit an einem schrägen Gang rechts vorne seitlich angebaut. Vorne hat der Frachter seine charakteristische Greifzange, mit der er Container mit Ladegut aufnehmen kann. Das Schiff hat einen stabilen Unterbau aus Techniklochsteinen. Unten rechts kann man die Einstiegsrampe ausklappen. Das Cockpit hängt am schrägen Gang mit 2 Techniksteckern. Die kegelförmige Verglasung kann man gut abnehmen und man sieht hier das Armaturenbrett mit dem Steuerknüppel. Die Cockpitverglasung ist geschickt aus 2 bedruckten Halbkegeln und mit einer Satellitenschüssel zusammengesetzt. Es gibt zwar keine Sitze, aber es ist Platz für 2 Figuren. An beiden Seiten des Schiffes, links und rechts, gibt es 2 Andockschleusen. Das Schiff steht auf 4 kleinen Standfüßen. An der Unterseite und an der Oberseite des Schiffes gibt es in der Mitte jeweils einen Geschützturm für die Verteidigung. Den oberen Geschützturm kann man mit dem Deckel abnehmen und im zylinderförmigen Mittelbau befinden sich die Steuersitze für die Geschütztürme, wo 2 Minifiguren Rücken an Rücken sitzen können und mit den Steuerhebeln die Kanonen bedienen, genauso wie man es auch im Film sieht. Eine echte Schussfunktion gibt es an der Unterseite des Modells, vorne am Bug, mit 4 Projektilen, die man mit den Fingern herausschnipsen kann. Auf der linken Seite sieht man am Dach die runde Satellitenschüssel der Originaltrilogie. Die 11 Dachsegmente kann man aufklappen, damit man den großen Innenraum des Schiffes gut bespielen kann. Die Abdeckungen der Gänge zu den Andockringen und zum Cockpit bleiben stehen. Der Innenraum des Schiffes ist wirklich sehr groß und geräumig und man bringt alle Szenen aus dem Film bequem unter. Im hinteren Bereich sehen wir den Maschinenraum für den Hyperraumantrieb. Am Heck sind die Triebwerke mit einem hellblauen, 15,2 cm langen geriffelten Schlauch eingebaut. Rechts haben wir den Waffenhalter und die Drohne, mit der Luke seine Laserschwertübungen macht.
Auf der linken Seite sind 2 Betten für die Besatzung, Han und Chevy. Vorne links ist die Sitzecke mit den 2 Ledersofas und den runden Tisch mit dem Holoschach. Im Maschinenraum gibt es viele Geräte, Hebel und eine kleine Leiter. Vorne sehen wir das Steuerpult und mit dem langen Gang kommt man in das seitliche Cockpit, mit dem man den Frachter übersichtlich manövrieren kann. Auf der linken Seite gegenüber vom Einstieg gibt es eine Bodenklappe in das Schmugglerversteck, wo sich unsere Freunde auf dem Todesstern verstecken. Es ist ein wunderschönes Spielmodell. Lego hat die runde Form mit den vielen Wölbungen, mit der Tortenstückstruktur zum Aufklappen baulich wunderbar gelöst. Bei den vielen tollen Spielfunktionen fallen die Lücken und Kanten und die vielen Noppen gar nicht so sehr auf. Hier sehen wir aus der Nähe, wie die Rundungen, das Dach, die Zangen, der Gang und das Cockpit sehr schön und verwinkelt gebaut sind. Auf der rechten Unterseite gibt es die Einstiegsrampe, auf der die Figuren in das Raumschiff einsteigen. Im Cockpit ist Platz für Han Solo und neben ihm, mit einer Noppe nach hinten versetzt, sein Co-Pilot Chewbacca. Über das Cockpit kann man die wunderschön bedruckte Verglasung aufsetzen. Jetzt ist das Raumschiff startklar und hebt vom Planeten Tatooine ab. Während der langen Flugzeit spielen die 2 Droiden mit Chewbacca das Hologramm-Weltraumschach auf dem runden Dejarik-Tisch an der Sitzecke. Gib's ihm schon, es ist nicht klug, einen Wookie zu ärgern. Inzwischen unterrichtet der alte Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi den jungen Luke Skywalker im Umgang mit dem Laserschwert. Luke trägt einen Pilotenhelm und übt mit einer Drohne. Er hat ein einzigartiges Wendegesicht mit dem heruntergeklappten Helmvisier. Schalte dein Bewusstsein aus und handle nach deinem Instinkt. Deine Augen können dich täuschen, traue ihnen nicht. Hinten links gibt es den Wohnbereich von Chewbacca und Han Solo. Auf den 2 Betten können sich Co-Pilot und Pilot ausruhen. Als der Planet Alderaan zerstört wird, zuckt Obi-Wan Kenobi zusammen und spürt die große Erschütterung der Macht. Hinten links gibt es unter einer Bodenklappe das Schmugglerversteck, wo sich unsere Freunde bei der Landung auf dem Todesstern verstecken können. In diesem Modell hat unter der Luke im Bodenversteck eine ganze Minifigur Platz. Auf der Flucht vom Todesstern muss die gerettete Prinzessin Leia gemeinsam mit Chewbacca das Steuer des rasenden Falken übernehmen. Luke Skywalker und Han Solo bedienen die Geschütztürme. Es gibt 2 gleiche Hauptkanonen, ein in alle Richtungen dreh- und schwenkbares Vierlingsgeschütz, 2 identische Kanonentürme spiegelbildlich an der Oberseite und an der Unterseite des Raumschiffes. Im zylinderförmigen Mittelbau des Schiffes kann man die 2 Steuersitze der Geschütze herausziehen. Ein Sitz zeigt nach oben und der andere nach unten. Han Solo und Luke Skywalker setzen sich Rücken an Rücken in die Bedienungssitze und nehmen die 2 Steuerhebel in die Hände. In halbliegender Stellung können sie mit den kardanisch aufgehängten Sitzen und der holographischen Zielerfassung die Geschütze bedienen. Luke schaut nach unten und bedient das untere Geschütz am Boden des Schiffes, und Han schaut nach oben und steuert das obere Geschütz am Dach des Schiffes. Die beiden wehren die gefährlichen Angriffe der Doppelionenjäger vom Todesstern ab. Mit dem rasenden Falken müssen wir das heutige Video abschließen. Diese Folge habe ich wieder einmal nur mit eigenen Modellen gemacht, ganz ohne Fotomontagen und Bildern aus dem Internet. Sagt mir bitte, welche Art euch besser gefällt. Mit dem rasenden Falken müssen wir das heutige Video abschließen.
Am nächsten Freitag geht es weiter mit dem zweiten legendären Set der klassischen Trilogie, dem Todesstern. Bis dahin bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute alle wieder zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes, erholsames Sommerwochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.